Oh, es hat sich ein bisschen freigearbeitet. Schön Prattel, Alter. Und dann werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal gucken, ob noch Öl im Rahmen ist. Ich glaube, hier vorne kann man was ablassen. Und unten am Motor. Weil ich habe keine Lust, dass mir alles voll sifft. Ja, ich hebe den einfach mal ein Stück hoch, den ganzen Rahmen. Und mache eine Wanne drunter. Jetzt mache ich noch vorne auf. Damit der Rahmen auch, der hat ja ein Ölreservoir, der Rahmen, damit der auch noch leer wird. Ah, ist eine 12er, wie praktisch. So, jetzt lassen wir das noch ab, wenn da was drin ist. Das weiß ich natürlich auch wieder nicht. Ja, ist gar nichts mehr drin, oder was? Oh, also hier oben ist noch was drin auf jeden Fall im Rahmen. Ich habe jetzt noch mal kurz nachgelesen. Im Internet steht, man soll die Schraube rausdrehen und dann soll es angeblich rausschießen sogar schon. Ich weiß echt nicht, wieso das nicht da rauskommen sollte. Ja, ein bisschen drin rumfummeln. Das könnte ja voll der Schmodder drin sein. Schlicht, schlicht. Da muss ich mir was überlegen. Weil hier oben ist nämlich noch genug drin, wenn man guckt. Da ist auf jeden Fall noch Öl. Ja, dann gucke ich mal, wie ich das weiter hier hinbekomme. So, ich pool ja jetzt einfach mal drin rum mit so ein bisschen gebogenem Draht. Vielleicht hilft das ja was. Ich könnte jetzt oben noch mal ein bisschen Druckluft drauf geben, dann schießt es vielleicht durch, aber das ist vielleicht auch nicht das cleverste. Ah, jetzt kommt schon mal ein bisschen mehr. So, ich löse jetzt mal unten drunter diese hier Verbindung. Ist mit dem 17er Schlüssel hier verbunden. Vielleicht kommt da ja ein bisschen mehr Öl raus. Da kommt jetzt die Siffe. Oh, es hat sich ein bisschen freigearbeitet. Es läuft jetzt mehr raus. Guck mal, es bröckelt. Es bröckelt auch ein bisschen. Schön Prattel, Alter. Kleine Stückchen drin. Mal schauen, ob die Schale reicht. Vielleicht sollte ich mal schnell eine neue holen. Da hat jemand zu viel Bier getrunken gestern. Jo, soweit habe ich jetzt alles erstmal raus. Tropft noch ein bisschen, aber der Großteil ist weg. Ich denke mal, ich werde alles dann nochmal ordentlich reinigen mit, ich weiß nicht, Benzin oder sonstigem Kram. Schön den Tank mal durchspülen, den Öltank. Und dann sehen wir ja. Ich habe jetzt mal nachgesehen, also man kann dieses Teil hier unten im Rahmen anscheinend auch rausschrauben. Das wusste ich jetzt nicht. Ich glaube, auch da ist ein Filterchen drin. Und es könnte sein, dass da auch dieses Ölventil drin ist. Ich kenne mich ja leider nicht aus, aber ich schraube das jetzt mal raus, dann kann ich den Rahmen super gut durchspülen. Da sieht man es auch nochmal. Also war gar nicht so fest auch. Kann man schön rausschrauben. Jetzt wird wahrscheinlich richtig nochmal Öl rauskommen. Und ich bin gespannt, wie der Filter aussieht, wenn überhaupt ein Filter drin ist. Das zieht sich sehr schön sämig raus. Und ihr seht ja schon, alter Falter, ey. War das mal ein Filter? Was soll das sein? Ja, da sieht man ein Gitter. Das ist schon heftig, was da drin ist. Das ist schon sehr heftig. Kein Wunder, dass da nichts rauskam. Machen wir den mal sauber. Ist gut, dass man solche Motoren und solche Rahmen vorher sauber macht, bevor man den Motor anmacht. Weil sonst wäre alles verstopft. Also ich werde jetzt einfach mehrfach hier oben altes Benzin reinschütten. Vielleicht kurz verstopfen unten, das ordentlich mal durchschütteln und versuchen da erstmal den groben Dreck rauszubekommen. Und mich schrittweise da annähern. Vielleicht kann ich auch von hier unten mit einer langen Bürste den kompletten Rahmen mal säubern, damit hier dieser ganze Dreck raus ist. Da benutze ich immer hier schön alten Gammelsprit. Also als ich das Sieb rausgeholt habe, war ja dann innen drin so ein komischer Gummistopfen. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht irgendein Teil, was von oben reingefallen ist. Aber ich glaube, das ist einfach kompletter Ölgammel, der sich nach einer Zeit verfestigt hat. Oder wirklich irgendein Gummiteil. Aber es löst sich extrem gut auf. Ich glaube nicht, dass es da reingehört. Laut Zeichnung habe ich nichts gesehen. Auf jeden Fall war es schon mal gut, das alles sauber zu machen. So, wenn ich den Rahmen jetzt sauber mache, dann schütte ich hier oben ein Reinigungsmittel rein. Die Anschlüsse hier habe ich mit Schläuchen verstopft, wie man hier sieht, schön zugemacht. Hier unten werde ich jetzt auch noch einen Stopfen drehen. Ich habe das ausgemessen, dieses Gewinde hier. Das ist 22 mm außen, also M22. Und die Steigung habe ich mit 1,5 gemessen.
Und jetzt nehme ich hier mein Schneideisen 22 1,5 und werde mir einen kleinen Stopfen drehen, den hier unten reinschrauben. Dann kann ich das ganze Rohr hier schön und den Tank oben mit Reinigungsmittel vollfüllen, ein bisschen rumschütteln und dann kommt hoffentlich die ganze Brühe mit der Zeit raus. Danach, wenn ich es so grob gereinigt habe, habe ich mir hier diesen schönen Pinsel gekauft. Den schönen Pinsel, gab es für 3 € im Baumarkt. Der ist zum Heizkörperreinigen. Kann man dazwischen schön. Und den petze ich hier hinten ab und mache einen Akkuschrauber dran und gehe dann hier in dieses Rohr. Und ja, reinige das einfach mal von innen. Vielleicht komme ich auch hier so ein bisschen um die Ecke. Ich kann den danach wegschmeißen wahrscheinlich, aber 3 € ist jetzt nicht die Welt. Also ab geht's an die Drehmaschine, den kleinen Adapter hier drehen. Ja, so sieht eine M22 1,5er Gewinde aus. Wer hätte es gedacht? Ja, hat gut gepasst. Also können wir im nächsten Schritt jetzt den Rahmen mit Reinigungsmittel befüllen und ordentlich sauber machen. So. Das war der erste Schwung. Als ich schon oben in das Loch geguckt habe, beim Reinigen, sind mir diese Teile hier aufgefallen. Wahrscheinlich ewig lange Ablagerung von Dreck und sonstigen Kram. Ja, da liegt auch noch was, wie man sieht. Da ist so ein komisches Ding drin. Das muss ich leider alles rausbekommen irgendwie. Man kann auch schon sehen, es ist deutlich besser geworden als vorher. Sind noch ein paar Reste drin, da kleine Dinger und da und hier hinten. Deswegen fülle ich den jetzt nochmal randvoll mit Reinigungsmittel und lasse den mal über Nacht stehen. Dafür habe ich ja diesen speziellen Adapter hier gebaut, damit mein Ölpeilstab nicht weggammelt. Das Ölsieb hier, das sieht eigentlich auch ganz gut aus jetzt. Da ist aber auch noch ein bisschen von diesem Gummizeug drin, das werde ich auch noch in ja, ein bisschen Lösungsmittel einlegen. Vielleicht löst sich dann das Zeug auf. Man kann es hier sehen. Irgend so ein Gummizeug, so wie das andere Gummizeug. Das löst sich dann vielleicht nochmal auf. Ich habe das auch hier irgendwo, genau, da habe ich es gesammelt. Da sind diese paar Brocken da drin. Geil, ey, wenn sowas vom Motor angesaugt wird, kein Öl mehr, tot. Und bevor der Rahmen zum Pulverbeschichten geht, also der wird chemisch entlackt, der soll nicht Gesandstrahl werden, weil ich Angst habe, dass hier Pulver oder sonstigen Kram in den Öltank reinkommt. Das wäre natürlich super schlecht. So ein bisschen Strahlsand oder Strahlgut in die Ölpumpe ist geil. Ich werde den hier absägen anschließend und natürlich oben das Loch verschweißen. Dann ist der hier oben quasi dicht. Ich werde das zusätzlich noch ein bisschen eindichten, vielleicht mit Teflonband oder sowas. Oder muss ich gucken, wie temperaturbeständig das ist, weil es wird ja gepulvert. Unten haben wir das Ding ja auch. Die Schraube hier vorne ist kein Problem und hier werde ich mir vielleicht auch noch irgendwie Adapters machen oder irgendwas, damit die beiden auch noch zu sind. Und dann sollte hier auf jeden Fall kein Öl, dann sollte auf jeden Fall hier kein Strahlgut reinkommen, wenn denn der Pulverbeschichter das Ding strahlt, obwohl ich ihm sage, dass es nicht darf. Kann man ja nie wissen. Eigentlich ist er sehr zuverlässig, aber sicher ist sicher. Das ist jetzt das Reinigungsmittel, das kam eigentlich ganz sauber raus, aber es sind ein paar Partikel drin, deswegen fülle ich das jetzt nochmal um und fülle es dann nochmal rein und ich mache das einfach hier mit dem Kaffeefilter, damit diese Partikel draußen bleiben. So, der zweite Spülgang war jetzt deutlich besser schon. Wenn man hier reinguckt, sieht man auch, also könnt ihr hier schön sehen, das sieht echt toll aus schon. Ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht noch irgendwie eine Endoskopkamera habe, um das Ganze von innen besser betrachten zu können. Ich leuchte jetzt auch mal von unten rein kurz. Dann muss das Ding mal kurz umdrehen. Das sieht ganz gut aus. Ich kann leider nicht, na doch ein bisschen. Also das Aceton hat jetzt echt gut funktioniert. Das Rohr sieht super sauber aus. Hier oben können wir auch ein bisschen rein. Hier oben können wir auch ein bisschen schön die Bereiche sehen. Aber ich weiß halt nicht, ob hier hinten in dem Bereich noch irgendwie Ölschmodder drin ist. Ich denke nicht, aber sicher ist sicher. Ich gucke jetzt, ob ich irgendwie eine Endoskopkamera oder einen kleinen Spiegel oder weiß ich wie auch immer. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Spiegel, oder? Genau. Hallo. So.
Gut, das wird nichts mit dem Spiegel. Ja, vielleicht habe ich noch irgendwie eine kleine Kamera. Und dann inspiziere ich jetzt mal den Rahmen hier innen drin, weil wenn das sauber ist, kann ich es direkt zum Pulvern geben morgen. Also mache ich jetzt mal an und verbinde mich, wechsle die Kamera. Dann sehen wir gleich das Bild von der Endoskopkamera. Der Rahmen ist jetzt soweit fertig. Jetzt bereite ich ihn fürs Pulvern vor. Dazu schraube ich in die Gewinde überall ein paar Schrauben rein. Habe ich hier eine kleine Kiste mit Restschrauben, die ich immer fürs Pulvern oder fürs Sandstrahlen verwende. Ich habe das jetzt schon soweit hier alles eigentlich gemacht. Überall sind kleine Schräubchen drin und hier sind noch ein paar Muttern drauf. Der Steuersatz ist auch soweit abgedeckt, dass hier kein Pulver rankommt. Also hier könnt ihr jetzt den frisch abgeholten Rahmen sehen vom Pulverbeschichter. Sieht alles sehr gut aus. Und jetzt geht es an den Motor in den nächsten Videos, damit der dann auch zeitnah in den Rahmen eingebaut werden kann.